Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeigen wir euch einen Bungalow in Modulbauweise, der all das verbindet, wonach ihr immer fragt. Hohe gestalterische und bauliche Qualität, eine Wohnfläche zwischen Tiny House und kleinem Haus von 72 Quadratmetern, schnelle Fertigstellung und günstige Preise. Wir sind heute im ersten deutschen Musterhaus von Twelly in Bad Vilbel bei Frankfurt und schauen uns an, ob das wirklich alles wahr sein kann und wie es funktioniert. Also bleibt dran und kommt mit. Von den Außenmaßen haben wir hier 8,85 Meter mal 9,90 Meter. Die Wohnfläche ist etwa 72 Quadratmeter, die überbaute Fläche sind etwa 86 Quadratmeter. Und das Gebäude ist aus 3 komplett vorgefertigten Modulen zusammengesetzt. Die Module als Einzelnes sind etwa 2,95 Meter mal 9,90 Meter. Die Gesamthöhe ist 4 Meter. Das ist wichtig, damit die Module eben noch als Ganzes transportiert werden können. Das Ganze ist eine Holzkonstruktion mit einer hinterlüfteten Fassade. Es ist also wirklich eine sehr hochwertige Konstruktion, die zum dauerhaften Wohnen geeignet ist, mit einer Steinwolle-Dämmung. Hier oben ist eine Fassade drauf aus thermobehandelter Kiefer, einmal mit einer Vergrauungslasur gestrichen, einmal hier auch teilweise Elemente in naturbelassenem Farbton. Und vom Dach her haben wir jetzt hier ein Walmdach mit 2 unterschiedlichen Neigungen, einmal 7, einmal 17 Grad. Das ist ein Stahlblechdach, so eine Stehfalzdeckung. Und was man schon sehen kann, die Details sind sehr schön gelöst. Die Entwässerung läuft hier in dieser Rinne, die aus dem Dachmaterial rundgezogen ist. Das heißt, sie läuft optisch verdeckt. Auch die Fallrohre sind hier verdeckt in die Fassade integriert, aber so, dass man es natürlich abmachen und auch warten kann. Also wirklich im Detail sehr schön gemacht. Auch die Außenbeleuchtung. Wir haben hier elektrische Lamellenjalousien, die hinter dieser Holzverkleidung verschwinden, und die Module werden komplett vorgefertigt. Innen sind die gefliest, die Duschabtrennung aus Glas ist schon drin, und auf der Baustelle ist das ganze Ding dann innerhalb von 6 Stunden zusammengesetzt. Dieses Stehfalzdach, da ist es dann eben genau so, dass die Dachbahn, also diese eine Blechbahn an den Stellen, wo es zusammengefügt wird, nicht da ist. Da wird dann auf der Baustelle noch gedämmt und dann kommt da eine Bahn drüber, sodass man außen diese Nahtpunkte überhaupt nicht erkennt. Unten im Boden werden dann die entsprechenden Steckverbindungen für die Technik zusammengesetzt. Das heißt zum Beispiel Fußbodenheizung. Wir haben auch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, ihr seht schon, es bietet wirklich vollen Komfort. Die Technik schauen wir uns drinnen an, denn auf dieser kleinen Fläche ist auch noch ein sehr platzsparender Technikraum integriert. Und was man vielleicht auch noch sehen kann, es sind sehr hochwertige Alufenster drin in unserem berühmten, beliebten Grauton Anthrazit RAL 7016. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir eine Schraube. Das Ganze steht nämlich auf dem Schraubfundament. Ich finde es schön, dass man das hier mal zeigen kann. Da kommen also 24 solche Schrauben. Das ist nur ein Modell. Die sind 2 bis 3 Meter lang in echt. Dann kommt da noch mal ein Deckblatt drauf und auf diese Fundamente werden diese Elemente draufgestellt. Das ist was man vorbereiten muss, bevor das Haus angeliefert wird. Aber ansonsten ist das ganze Gebäude sozusagen als Rahmen mit Dach und Boden schon fertig und wird dann nur aufgesetzt. Sehr schön ist die Haustür, das ist auch eine Aluminiumtür, die ist jetzt in Rot, das ist der Farbton RAL 3004. Grundsätzlich gilt wieder, wenn ihr Fragen zu Materialien und Farben habt, könnt ihr mich jederzeit fragen. Hier ist jetzt keine Photovoltaik auf dem Dach, das wäre aber möglich. Es ist auch in den Häusern immer schon so, dass es vorgerüstet ist, um eine Photovoltaik installieren zu können. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt schauen wir mal, ob der Schlüssel passt und wie es drin weitergeht.
üblich steht man hinter der Haustür direkt im offenen Wohn-Essbereich. Deshalb würde ich euch auch empfehlen, draußen ein Vordach direkt mitzuplanen. Das bietet der Hersteller auch an. Ja, wir sind jetzt im großen Wohn-Essbereich. Der hat insgesamt 33,3 Quadratmeter und ist auch schon ganz geschickt gegliedert durch diesen Einbauschrank. Zu den Möbeln sage ich euch gleich noch was. Vielleicht erstmal die Maße des Raumes. Wir haben hier an der Kante eine Raumhöhe von 2,40 Meter. Das Ganze ist dann offen bis 3 Meter Raumhöhe. Auch das was Besonderes für Module, die transportiert werden müssen. Die sind ja oft mit Flachdach und dann hat man eben innen bei einem großen Raum nicht die Raumhöhe, die es für eine gute Proportion braucht. Gut proportioniert wirken die Räume natürlich auch durch diese besondere Wandgestaltung. Hier sieht man schon die Liebe zum Detail. Hier innen ist jetzt eine Gipsplatte drauf und die ist gespachtelt Q3 und dann einfach weiß gestrichen. Der obere Bereich und die Decken sind mit einem Birkenfurnier, also mit einem dünnen Sperrholz verkleidet. Die Fuge dazwischen ist sehr schön mit so einer Metallschattenfuge gemacht. Dann ist der Materialübergang sauber. Es gibt keine komischen Silikonfugen, die reißen oder sonst was. Das ist sehr, sehr schön und ich sage euch auch gleich noch was zu dieser sehr besonderen Deckenverkleidung. Jetzt schauen wir uns das kurz an. Der Hersteller bietet nämlich auf Wunsch auch die Möbel mit. Das heißt, es kommt dann also auch schon mit Möbeln und das ist alles sehr, sehr hochwertig. Das ist jetzt hier in Eiche gemacht. Man hat dann also praktisch auf dieser Seite gleich die Garderobe. Auf der anderen Seite seht ihr, gibt es dann da dann eine Einbauwand mit Regalen, denn man braucht natürlich hier auch Stauraum und vielleicht gleich eines vorweg. Der Hersteller produziert in Rumänien, Planung und Abwicklung ist aber alles in Deutschland. Das heißt, ihr habt den Kostenvorteil durch die Produktion in Rumänien, aber auch dazu sage ich euch im Laufe der Haustour noch ein bisschen was. Jetzt schauen wir erstmal hier um die Ecke. Ja, dieses Element ist dann 2x60, das ist also 1,20 breit, ist hier Raumteiler, auf der Seite eben praktisch dann auch wirklich schon der Stauraum. Auch dieses TV-Möbel, dieses schwebende in Eiche, das ist übrigens teilweise wirklich auch Vollholz und Echtholzfurnier, ist vom Haushersteller mitgeliefert. Eiche haben wir dann auch auf dem Boden und das ist natürlich der Vorteil, wenn man es aus einer Hand nimmt, dass es dann eben auch perfekt zusammenpasst. Das ist hier ein Dreischichtparkett, ein sehr hochwertiges. Das ist im praktischen Eiche-Landhausdiele geölt. Das ist wirklich sehr, sehr schön auch anzufassen. Und hier könnt ihr jetzt auch ganz gut sehen, was ich meine mit dieser aufwendigen Deckenverkleidung. Ihr seht, das Birkenfurnier läuft hier. Das ist in 3D geschnitten. So eine Planung ist wirklich sehr, sehr aufwendig, dass das also mit den Fugen überall passt, dass das hier von der Verkleidung den Deckenschnitt genau abbildet und wie ihr im Detail sehen könnt, das ist nicht geklebt, sondern verschraubt und die Abdeckkappen für die Schrauben werden aus dem Furnier ausgeschnitten und hinterher an der Stelle wieder draufgeklebt, sodass es wirklich nicht auffällt optisch. Ich habe das am Anfang auch nicht gesehen. Also diese Detailplanung ist dem Hersteller sehr wichtig und daran sieht man eigentlich auch schon, wie viel Wert aufs Detail gelegt wird. Ich habe mal gefragt, was kostet denn jetzt allein diese Decke? Wenn man das jetzt so haben will, sind es etwa 10.000 € Aufpreis, weil da einfach wahnsinnig viel Arbeitszeit drin steckt. Natürlich kann man das Ganze auch als Ausbauhaus haben und Innenoberflächen teilweise selbst machen. Aber sowas macht man definitiv nicht selbst. Was man hier schon sehen kann, ganz gleich mit drin sind auch schon diese Einbauleuchten. Es gibt ein Lichtkonzept von einem Lichtplaner, das hier gemacht worden ist. Also an welcher Stelle sitzen welche Lichtauslässe und welche Leuchten. Wenn ihr da Fragen zu den Produkten habt, könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und man bekommt es tatsächlich, wenn man das möchte, bis hin zu diesen sehr schönen Vorhängen und diesen Aluleisten
aus einer Hand. Was man auch schon sehen kann, die Fenster sind jetzt hier, das ist eine Festverglasung, von der Höhe genauso eingebaut, dass die eben zu dieser Abschlussfuge hier passen. Und das werden wir an vielen Stellen sehen in diesem Haus. Da hat sich wirklich jemand vorher sehr, sehr viele Gedanken gemacht über jeden Detailanschluss, jeden Materialübergang, sodass da eben im Nachhinein auch nichts passiert. Denn diese Teile werden komplett ausgebaut, viele, viele tausend Kilometer transportiert oder viele hundert Kilometer von Rumänien und hier auf der Baustelle aufgestellt, millimetergenau. Und man hat mir gesagt, es ist noch nicht mal eine Fliese gesprungen oder sogar die Duschabtrennung aus Glas, die da schon drin war. Sehr schön ist, dass das hier alles ganz, ganz toll zusammenpasst, eben auch von der Möblierung, diese flächenbündigen Türen, das ist alles in dem Standardpreis auch schon drin, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Küche an. Sind von der Fläche etwa 6,3 Quadratmeter. Die Maße von der Nische sind 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Die Höhe von dieser umlaufenden Schattenfuge ist übrigens 2,20 Meter. Das ist auch die Höhe dieser Küchenmöbel. Und es ist eben wahnsinnig schön, dass das hier auch in einem rüberläuft. In dem Fall ist die Küche auch gebaut von der Möbelschreinerei des Hausanbieters. Die ist aber so geplant, dass hier auch eine Standardküche reinpasst. Die Fronten sind von einem großen Hersteller in, wie ich finde, sehr schönem Olivgrün. Hier haben wir so eine HPL-Arbeitsplatte in hellgrau marmoriert, so ein bisschen Natursteinoptik. Dieses Regal auch vom Hersteller ist in Eiche, das ist hier tatsächlich Vollholz und hier ist es eben mit Echtholzfurnier gemacht. Alles sehr schön stimmig und ihr könnt da oben schon sehen, es gibt eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in diesem Haus und da oben sind die Auslässe dieser Lüftungsanlage. Das Ganze wird mit so ganz dünnen Flachkanälen in der Decke geführt. Der Technikraum ist hier dahinter, den schauen wir uns gleich an. Es ist natürlich sinnvoll, da ein Technikmodul zu haben, Küche und Bad direkt anschließend daran, einfach von der Logik des Grundrisses. Und jetzt schauen wir uns das hier in der Küche noch ein bisschen genauer an. Also der Abstand hier ist 1,20 Meter. Das ist wirklich eigentlich ein sehr guter Abstand, um eben mit einem Zwischenschritt zwischen Waschbecken und Herd hin und her zu wechseln. Die Arbeitshöhe sind 92 Zentimeter. Ich finde, das ist hier alles sehr, sehr schön gemacht. Also hier ist eine schmale Spülmaschine drin und die Schubladen sind innen eben alle so, dass beim Aufgehen hier so ein LED-Band angeht. Das ist wohl keine besonders aufwendige Lösung, macht aber unheimlich viel her. Man hat dann hier Besteck, hier oben drüber nochmal eine Gewürzschublade. Das ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Auch hier bei diesen Ecklösungen geht dann eben immer das Licht an und es ist einfach super, weil man im Schrank dann Licht hat. Sehr schön ist auch, dass hier das Licht, diese Zusatzstrahler an der gleichen Stelle sind wie das Fenster, sodass der Lichteinfall, der Hauptlichteinfall tags und nachts aus der gleichen Richtung kommt. Dieses Fensterband, das ist eben auch super, ist 2,8 Meter breit, 1,8 Meter hoch. Dieser Öffnungsflügel sind 55 Zentimeter. Das sollte man in der Küche einfach immer haben, um schnell ablüften zu können. Und alle Öffnungsflügel sind schon mit diesen sehr hochwertigen, schiebbaren Mückengittern ausgestattet. Auch das ist eine Zusatzausstattung, kostet aber fürs ganze Haus etwa 1.700 €, glaube ich. Das ist also wirklich eine Investition, die sich lohnt. Hier haben wir nochmal 20 Zentimeter Höhe. Das hat den Vorteil, dass man hier natürlich auch noch Steckdosen sitzen haben kann. Ich habe insgesamt 6 in der Küche gezählt. Das ist schon mal super. Ganz hohe Schule wäre natürlich, wenn man hier direkt am Herd auch nochmal eine Doppelsteckdose hat. Denn hier muss man ja auch mal was pürieren oder braucht irgendeinen Anschluss. Hier ist dann so eine Umlufthaube integriert. Das ist ja bei Häusern mit Lüftungsanlage oft so und man hat eben hier auch gleich so eine Lichtwute und die Rückwand im gleichen Material wie die Arbeitsplatte, das finde ich gibt ein sehr schön einheitliches Bild und außerdem ist das super abwaschbar. Wenn euch hier die Tomatensauce dran spritzt, könnt ihr völlig entspannt bleiben. Keine Fugen, die sich verfärben und die man nicht sauber kriegt und eben auch gleich diese Lichtwute hier oben und hier auch nochmal integrierte Strahler. Sehr schön finde ich, dass wirklich jeder Platz gut ausgenutzt
genutzt ist, man sich überall Gedanken drüber gemacht hat. Hier diese Auszüge für Ölflaschen und Gewürze, die man direkt am Herd braucht, die man eben auch aufziehen kann, wenn man hier steht, ohne dass man zur Seite treten muss. Das ist nämlich der Nachteil von sehr breiten Schubladen. Diese hochformatigen sind super praktisch. Und dann ist eben hier auch gleich so ein bisschen Abstand zwischen Backofen und der Kühl-Gefrier-Kombination drin. Das hier ist dann nur eine Abdeckung, weil hier eben ums Eck nochmal dieses Einbauregal drin ist. Auch das finde ich sehr schön integriert mit umlaufend nochmal diesem farbigen Rahmen drumherum. Und wo wir jetzt gerade schon über Formate gesprochen haben, ich habe es glaube ich eben nicht erwähnt, wir haben hier immer diese Elemente, die sind 2,20 hoch, die sind ja immer eingepasst. Sehr schön auch, dass das hier unten nochmal weiß gestrichen ist. Sind die Festverglasungselemente 1,40 breit und die Öffnungsflügel so wie alle anderen Türen auch 90 breit. Man hat jetzt hier keine extra flache Schwelle, sondern eine normale Austrittsschwelle auf die Terrasse. Und vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact am Rand. Das komplette Haus war in 6 Stunden aufgebaut für diese Terrasse, die dann hier örtlich vergeben wurde, hat man 2 Monate gebraucht. Das vielleicht nur noch mal als Hinweis, wenn man wirklich schnell einziehen will, die Sachen aus einer Hand zu nehmen. Wir schauen jetzt gleich mal weiter hier um die Ecke in das eben erwähnte Technikmodul und das Bad. Bevor wir in den Technikraum reingehen, schön ist ja immer auch das, was man nicht sieht. Das sind in diesem Fall diese flächenbündigen und auch rahmenlosen Türen, die übrigens in Wandfarbe gestrichen sind und auch überstreichbar sind. Man sieht schon, die haben hier 3 Bänder, die auch innenliegend und verdeckt sind. Das ist also wirklich auch ein Qualitätsmerkmal. Haben hier innen so einen schmalen Alurahmen für den Anschlag. Das ist also alles wirklich sehr, sehr hochwertig. Sehr schön auch diese ganz, ganz flache Alufußleiste, die eben gar nicht viel aufträgt. Dann haben wir hier jetzt den Materialübergang in den Technikraum. Der ist 3,4 Quadratmeter groß, hat eine sehr schöne Fliese, 60 x 60 in Terrazzo-Optik. Die sehen wir auch gleich im Bad nochmal. Hier auf der Seite wäre Platz bzw. Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Es gibt auch eine Lösung bei dem Hersteller, das alles schallgedämmt zu machen, extra schallgedämmt, damit man die Haustechnik, also die schleudernde Waschmaschine eben auch nicht hört. Das ist alles mitgedacht. Mitgedacht ist auch, dass es hier gleich den Bodenablauf gibt, falls mit der Waschmaschine oder mit dem Wasser mal was ist. Ansonsten ist hier Platz für Warmwasserspeicher. Das ist die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmepumpe steht draußen. Dann gibt es hier noch mal einen kleinen Innenteil. Hier ist jetzt die Elektroverteilung drin und das ist eben eine spezielle Bodendurchführung für alles, was reinkommt bzw. rauskommt an Versorgungsleitungen. Da gibt es einen zentralen Punkt. Wenn man da später noch mal was nachführen muss, kann man das öffnen und muss da eben nicht bohren. Da hinten sieht man noch den Verteiler von der Fußbodenheizung. Ich hatte euch ja schon gesagt, da gibt es dann Steckverbindungen. Das ist alles schon fertig, der Estrich, der Bodenaufbau. Wenn das kommt, das wird nur zusammengesteckt und über die App des Heizungsherstellers kann man das auch Einzelraum steuern. Schalter, also Einzelraumthermostate gibt es jetzt hier nicht. Und apropos Schalter, es gibt hier für Licht auch wirklich sehr, sehr hübsche, flache, kinetische Schalter. Das heißt, die werden nur aufgeklebt, die müssen nicht verkabelt werden, sondern die funktionieren über die kinetische, also über die Bewegungsenergie, die durch das Schalten ausgelöst wird. Das heißt, ihr braucht da auch keine Batterien drin und könnt die überall platzieren. Der Hersteller bietet auch auch ein verkabeltes Smart Home System KNX an. Das ist natürlich ein Riesenaufwand und ein Kostenaspekt für so ein kleines Haus, aber gut zu wissen, dass es möglich wäre. Und jetzt schauen wir uns hier direkt nebendran das Badezimmer an. Das Bad ist mit 3,5 Quadratmetern nicht riesig, aber es ist alles untergebracht, was man braucht. Durch diese Ganzglasabtrennung wirkt es auch sehr großzügig und hier ist noch genug Platz, dass man auch eine
1 Meter breite Tür einbauen könnte, falls man hier fürs Alter ein bisschen mehr mit Bewegungsflächen unterwegs sein wollen würde. Hier sind die Türen jetzt 90 breit, über die haben wir ja eben schon gesprochen. Und wir haben hier wieder die schöne Fliese, 60 x 60 Feinsteinzeug in Terrazzo-Optik. Was ich sehr nett finde, ist, dass jetzt anstelle einer Fußleiste diese Bodenfliese 20 cm an der Wand hochgezogen ist und dadurch eben auch da optisch das Bad unten sehr schön gefasst ist. Hier jetzt eben auch mit drin ist diese durchgefließte Walk-in-Dusche. Die ist 77 cm breit, 90 cm tief. Diese Ganzglasscheibe, also diese Glasscheibe, die ist hier rahmenlos eingebaut mit so einer Fuge, auch unten das leichte Gefälle mit so einer Schiene gemacht. Das ist also alles sehr, sehr schön. Die Brüstungshöhe ist 1,52, das Fenster ist etwa 68 x 68, sodass sich da von draußen auch keiner reinguckt, denn das Haus steht ja durch diese Raubfundamente auch etwas höher. Toll ist, dass es dann da hinten schon diese hinterleuchtete Nische gibt, dass man eben jetzt nicht noch Platz verliert für Abstellflächen, und diese wandintegrierten Unterputzarmaturen wären auch schon im Standard. Was jetzt nicht Standard ist, ist jetzt diese Alu-Optik gebürstet. Auch hier seht ihr ja diese wandintegrierten Armaturen. Und was jetzt auch nicht der Standardpreis ist, sind diese besonderen Fliesen an der Wand, diese hochgestellten Metro-Fliesen, 6 x 25 cm, weil es hier einen höheren Verlegeaufwand, einen höheren Fugenanteil gibt. Stichwort Fugen. Hier hat wirklich jemand darauf geachtet, dass diese Fliesenfugen mit diesem Einbauschrank mit den Türen richtig passen, dass rechts und links vom Schrank genau die Breite einer Fliese übrig bleibt. Auch hier wieder vom Hersteller sehr schön diese Eichemöbel reingebaut. Hier gibt es eine Steckdose, in dem anderen Schrank gibt es auch noch mal eine, immerhin 2, dürften auch 3 sein. Das ist auch hier schon vom Haushersteller sehr schön, diese Mineralgussplatte, hier unten drunter dann Push-to-Open, diese Schubladen, was man noch brauchen würde an der Stelle. Ich liebe diese Schubladen, ich kriege sie nämlich immer nicht zu. So, wäre jetzt ein Handtuchhalter. Das würde ich mir an der Stelle noch wünschen, vielleicht auch 2, aber das lässt sich sicherlich auch noch machen. Hier nebenan liegt das Schlafzimmer, das 12,8 Quadratmeter groß ist. Hier hat man sich Gedanken über Schrankstellflächen gemacht. Die beiden Zimmer sind durch so eine S-Wand getrennt, sodass ich hier eine Schranknische habe, die genau 1,50 breit, 60 tief ist, sodass da auch ein Standardschrank reinpasst, und hier eben die Rückwand für den Schrank im anderen Zimmer. In dem Fall ist es auch wieder eine Einbaulösung vom Haushersteller, die hier genau reinpasst in Eiche. Das gleiche gilt übrigens auch für diese Bettkombination mit den beiden Nachttischen und dieser Rückwand, die auch in Eiche verkleidet ist. Die kompletten Einbaumöbel in diesem Haus, habe ich mal gefragt, sind etwa ein Aufpreis von 60.000 €. Das betrifft diesen Raumtrenner im Flur, die TV-Möbel, die Küche und eben die Schlafzimmer- bzw. Arbeitszimmermöbel. Hier haben wir jetzt noch mal eine kleine Terrasse vorgelagert. Das wäre auch möglich mit Brüstungsfenster an der Stelle. Auch da gibt es noch mal dieses praktische Mückengitter. Und hier haben wir jetzt eine Brüstungshöhe wieder wie im Bad. Das war in etwa diese 1,52. Dieses Fensterband ist 2,60 breit. Das Fenster ist etwa 65 cm hoch. Ihr seht, da oben sind wieder sehr schön eingefräst die Luftauslässe von der Lüftungsanlage. Und hier sieht man eben einfach, wie das alles so schön ineinander greift mit dieser Schattenfuge und den Einbaumöbeln. Und ich hatte euch ja schon was gesagt zum Thema Fertigung in Rumänien. Die ganze Abwicklung läuft über die Twelly Deutschland. Das heißt, für Gewährleistung und Service habt ihr einen Ansprechpartner in Deutschland, auch wenn man mit der Heizung was ist. Aber die ganze Vorplanungsleistung und Produktion wird eben in Rumänien gemacht. Und wenn ihr auf diese Module zurückgreift, habt ihr eben diesen Planungsvorteil und damit auch nochmal einen Kostenvorteil. Es gibt übrigens vom 17 Quadratmeter Tiny House auf Rädern bis hin zu einem Haus, was aus zweimal diesen Dreiermodulen gemacht ist, alle möglichen Planungsgrößen. Und wenn man sich eben auf dieses Modul bezieht und es individualisiert durch den Innenausbau, kann man da wirklich
sehr, sehr günstig wegkommen. Wir haben jetzt hier nochmal das zweite Schlafzimmer. In diesem Fall ist es das Büro des Beraters, deshalb ist da auch keine Tür drin. Auch hier hat man jetzt nochmal so ein schmales, hohes Fensterelement. Sieht man jetzt auch mal ganz schön diese Lamellenjalousien, diese elektrisch gesteuerten. Auch die sind ein Zusatzposten. Was man hier nochmal schön sieht, ist jetzt die Einbaunische von der anderen Seite und diese wunderschöne Fugenaufteilung in der Decke. Immer da, wo diese schmaleren Platten laufen, ist der Anschluss der beiden Module und da, wo wir die Schräge haben, hat man eben auch diese schöne Schräge. In diesem Arbeitszimmer sitzt während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag auch eine Architektin, die also wirklich schon sehr kompetent beraten kann. Ansonsten ist das Musterhaus geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Wenn ihr euch das Haus selber anschauen wollt, könnt ihr also hier nach Bad Vilbel bei Frankfurt in die Ausstellung Eigenheim und Garten kommen. Wenn ihr die Grundrisse sehen wollt, habe ich euch unten in unserer Hausdatenbank mal wieder den Link zu dem Haus reingesetzt. Wenn ihr eine Preisinfo haben wollt, die schreibe ich euch auch unten rein. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.